Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute das erste, etwas ausführlichere Video zur neuen Lokation. Das Ganze, hier unten haben wir es schon rascheln gehört, Monty ist auch wieder mit am Start. Das Ganze wird ja mein neues Zuhause. Hier linke Hand ist noch ein Bungalow, sehr klein, nur 40 Quadratmeter grob. Das ist dann Wohnen und Essen. Und hier in der Halle ist, wie gesagt, dann, wo ich eben meinem Hobby nachgehe. Wir haben hier hinten nochmal einen abgetrennten Arbeitsbereich, den werde ich dann nutzen, um das eben als Hauptarbeitsbereich zu verwenden. Das heißt, dort wird dann die kleine Scherenhebebühne, die ich ja jetzt schon habe, und der entsprechende Fortlockboden, den werde ich dort verlegen. Werde mir noch eine kleine Werkbankecke machen, natürlich ein paar Regale noch stellen. Habe ich ja jetzt auch. Ich habe jetzt so ein kleines Räumchen, das heißt, ich werde das jetzt hier auf die Wände an der Seite verteilen. Hier vorne ist dann der Eingangsbereich, wo man eben schön ebenerdig mit den Fahrzeugen reinfahren kann. Und hier drüben, wo jetzt, ich habe schon mal den Maserati hergefahren, in 2 Wochen fahre ich nochmal 2 Autos hoch. Die werde ich dann hier übereinander stapeln. Dafür habe ich extra ja die Hebebühne geholt. Die werde ich dann auch noch ein bisschen nach rechts schieben, wenn wir uns das jetzt angucken. Da ist ja jetzt sozusagen noch relativ viel Platz hier auf der rechten Seite. Das heißt, ich werde die ganze Bühne, dem Mobilkit, das ist ja das Tolle, werde ich dann auch in einem Video zeigen oder ja, dass ihr das auch mal gesehen habt, wie das dann funktioniert. Kann man, wie gesagt, mit einer Person die Bühne dann wunderbar rangieren. Dann schiebe ich die noch ein bisschen nach rechts, nicht zu sehr, und noch ein bisschen nach hinten, aber auch nicht zu sehr, dass wir hinten vielleicht noch so 1 Meter haben und an der Seite 1,5. Und dann ist ja hier auch zwischen den Fahrzeugen genug Platz. Theoretisch könnte ich dann, wenn hier drüben die Umzugskartons irgendwann weg sind, sogar 2 Autos hier nebeneinander nochmal stellen, neben der Bühne. Das würde auch gehen. Das heißt, ich bekomme hier auf dem Bereich so circa 4 Autos hin. Das ist so mein grober Plan. Ja, wenn das dann soweit ist, werde ich das auch nochmal im Video einfangen. Ansonsten da hinten ist eine kleine Toilette, damit man nicht immer rüberlaufen muss. Und ja, jetzt hätte ich gesagt, gucken wir uns einmal den Hauptarbeitsbereich an. Wie gesagt, hier fährt man dann durch. Theoretisch könnte ich die Tür auch ausbauen. Das ist jetzt hier nur Trockenbau, aber ich habe schon getestet mit dem Audi. Mit dem Audi komme ich von der Breite wunderbar durch. Das heißt, auch der Opel, das ist ja das Fahrzeug, wo ich gerade am meisten dran arbeite, sollte hier auch durchpassen. Dann werde ich hier, wie gesagt, den Fortlockboden verlegen. Werde hier noch ein paar Regale aufbauen, um meinen Krempel entsprechend zu organisieren. Wahrscheinlich eher hier auf der Wandseite, weg von den Fenstern. Und da hinten will ich mir noch so eine kleine Werkbankecke reinmachen, damit man da eben ja einen schönen Bereich hat. Jetzt in der Halle habe ich ja auch eine große Werkbank und hier ist jetzt nichts verbaut. Das heißt, da muss ich mir dann was überlegen. Die Kartons sind noch vom Vorbesitzer, die muss ich dann noch entsorgen. Aber das ist hier im Osten relativ einfach mit der Papierentsorgung. Das ist jetzt nicht wie in Baden-Württemberg, dass das was kostet. Hier ist das kostenlos. Ja, und dann geht es auch hier wieder, wie gesagt, raus. Wieder in diesen Haupthallenbereich, ne, wo dann eben jetzt die Hebebühne steht und der Maserati. Hier ist auch noch relativ viel Platz. Das heißt, hier kann man dann bequem Fahrzeuge reinfahren. Ja? Und hier linke Hand wird dann mein Büroraum. Also hier kommen dann eben ja so Lagerutensilien für mein Bürozeug. Da oben habe ich nochmal die Möglichkeit, Autoteile zu lagern. Aber hier, wie gesagt, werde ich das dann nutzen, um eben mein Büro einzurichten. Das Ganze ist Das Ganze ist entsprechend Gasheizung hier. Den Boden werde ich lassen, weil das ist ja nur, Herr Monty ist hier schon auf dem schmutzigen Teppich unterwegs. Den muss ich noch raus. Aber wie gesagt, hier werde ich den Boden lassen. Ich werde ihm vielleicht nochmal einen neuen Anstrich geben. Aber ich werde hier jetzt kein, was weiß ich, Laminat oder irgendwas verlegen. Und schon gar nicht kein Teppichboden. Das heißt einfach nur raussaugen, einmal Haftgrund drauf und dann eine Farbe. Das ist jetzt mal die Idee. Vielleicht lasse ich es auch erstmal so. Für den Lagerbereich reicht das ja. Da steht noch ein kleiner Holzofen. Ja, wie gesagt, das ist dann die Lagerfläche. Und hier hinten kommt dann mein Büro rein. Da muss ich auf jeden Fall den Teppichboden noch raus, muss die Wände noch streichen, muss auch hier die Lichtschalter, die werde ich entsprechend abschmirgeln und mit einer anderen Farbe neu lackieren. Dann sehen die wieder frisch aus. Ja, also hier habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, bevor das, sag ich mal, bürowürdig ist. Und hier hinten in dem kleinen Raum ist gar nicht, ich glaube, hier war auch Licht. Ja, so ein bisschen wie im Horrorfilm, aber funktioniert. Genau, hier ist so eine Umweltpumpe, weil hier auch Regenwasser abgefangen wird. Und hier kommt dann der Kompressor hin. Zumindest war das vorher so. Ich denke, hier werde ich auch wieder einen Kompressor machen oder ich werde es auch als Lagerraum nutzen, muss ich mal schauen. Das muss ich auf jeden Fall auch nochmal streichen, bevor ich das sozusagen einräume.
Das sieht nicht ganz so schön aus, aber das sollte ja relativ schnell gehen. Streichen ist ja jetzt keine Kunst. Ich habe drüben auch schon entsprechend Bungalow ein bisschen gestrichen. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, das ist ja unspektakulär. Geht jetzt hier eher um den Hallenbereich und den Bürobereich. Vielleicht mache ich dann auch noch mal ein paar Aufnahmen, wenn ich hier fertig bin mit Streichen und Einräumen, wie dann mein Büro final aussieht. Ich werde dann hier die Schreibtische stellen und die Computer. Und wie gesagt, alles, was das Lagern von meinem Equipment angeht, werde ich hier vorne in dem vorderen Bereich machen. Da sollte das problemlos möglich sein und da eben auch genug Platz. Und wie gesagt, dort oben ist auch nochmal eine relativ große Fläche. Das ist eben hier das Ganze oberhalb von dem Büro, wo ich dann eben Autoteile und sowas nochmal lagern kann. Teile, die ich jetzt halt nicht so oft brauche. So, ja, ihr seht auch, schöne hohe Decke. Das heißt, das da hinten funktioniert natürlich dann auch prima, wenn ich das Auto hochfahre, ohne dass sich da was in die Quere kommt. Insofern, ja, das waren jetzt so mal die ersten Impressionen von der neuen Halle. Es ist natürlich jetzt noch leer und nicht aufgeräumt und pipapo und tralala. Ich werde da noch mal ein Follow-up-Video machen, wo das Ganze ein bisschen ordentlicher ist. Und jetzt hätte ich gesagt, packe ich euch mal in den Zeitraffer und zeige euch, wie das mit dem Freiheben von der Bühne funktioniert, dass man das eben verstellen bzw. verschieben kann, und werde jetzt hier ein bisschen umrangieren. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe die Bühne hier verschoben. Geht relativ einfach. Jetzt kann man auch die entsprechenden Mobilkit-Dinger wieder rausnehmen, indem man einfach den Splint löst. Ist ein bisschen laut, heute ist natürlich Baustelle, das war ja auch klar. Genau, diesen Splint lösen, also hier hinten den Sicherungsstift rausnehmen. Genau da, Monty. Und dann kann man das Ding hier rausziehen und dann kann man die Arme wegtun und die Bühne ist sozusagen dann auch in der Lage, wieder ganz runterzufahren. Solange das Mobilkit jetzt unten an den Füßen vorinstalliert ist, kann man die Bühne natürlich nicht ganz ablassen, weil sie sich immer aufs Mobilkit ablässt und sich dann frei hebt. Wenn man es aber rausnimmt, kann man die Bühne auch ganz ablassen und dann ist es sozusagen bereit, dass man mit dem Auto drauf fährt. Jetzt werde ich mal noch das Mobilkit, wie gesagt, abbauen. Dann lasse ich die Bühne ganz ab und dann schauen wir es uns nochmal an, wenn das auf dem Boden ist. Laut Monteur vom Hersteller ist auch so, kann man diese Rampen hier dran lassen. Ich werde sie dann wahrscheinlich wegnehmen. Mir ist es dann doch irgendwie ein bisschen ungeheuerlich, wenn hier diese Rampen dranhängen. Er meinte zwar, es passiert nichts, das Metall ist hier hinten eingeklemmt, aber ja, so ganz koscher ist es mir da nicht, wenn nachher ein Auto drunter steht. Deswegen für euch zur Info, man kann sie laut Hersteller dran lassen. Ich werde sie dann aber wegnehmen, wenn ich ein Auto hochgefahren habe und das Auto auf die Bühne hochgefahren habe und dann die Bühne hochhebe, dann werde ich die Rampen wegnehmen. Und ich hatte es ja beim Aufbauvideo erwähnt, wenn ich das jetzt hier rausnehme, dann kann ich von hinten, ich weiß nicht, ob das im Aufbauvideo so klar geworden ist, es sind hier zwei so Metallplatten drin, ne? Und dann kann man eine Metallplatte rausnehmen und packt die eben vorne hin und dann hat man so einen Wegrollschutz. Dann kann eben das Fahrzeug auch nicht mehr runterrollen. Ja, so sieht das aus. Wie gesagt, ich werde jetzt das Mobilkit entfernen und dann lasse ich die Bühne nochmal ganz ab. So, jetzt habe ich die Bühne ganz abgelassen. Ne? Ihr könnt das sehen. Ich habe sie jetzt auch ein bisschen schräg gestellt. Das ist tatsächlich Absicht, weil ich mir halt denke, dann habe ich es mit dem Rangieren etwas leichter. Hoffe ich jetzt. Wird sich dann zeigen, wenn ich das erste Auto drauf positioniere. Aber ich glaube, wenn ich die leicht schräg stelle, wie gesagt, habe ich es hier einfacher, wenn ich von dem Tor aus reinfahre, dass ich hier den Bogen kriege, um dann da hoch und wieder runter zu kommen. Beim Runterfahren ist ja so, kann ich theoretisch auch den Popo des Autos so ein bisschen in den Arbeitsbereich fahren oder halt komplett rückwärts raus. Das muss ich dann mal schauen. Also bisher bin ich immer rückwärts rausgefahren, aber das wird sich dann einpendeln, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, was da die geschickteste Art und Weise ist. Wie gesagt, perspektivisch hätte ich gern, wenn das Geld wieder reicht, noch eine zweite von diesen Parkbühnen, dass ich hier wirklich zwei Parkbühnen nebeneinander habe und eben 4 Autos auf den Platz von 2 Autos stellen kann. Dann bleibt hier vorne
eben auch der Bereich frei, ne? Das fände ich eigentlich ganz schön, wenn man da so einen Rangierbereich hat und das nicht alles, ja, bis hier hinten hin vollgestellt ist. Und deswegen, wie gesagt, die Idee, irgendwann noch eine zweite Parkbühne anzuschaffen. Wie gesagt, vielleicht, wenn ich dann merke beim Rangieren, dass ich sie noch ein bisschen an die Wand schieben muss, kann ich das ja machen mit dem Mobilkit. Das geht ja problemlos. Das Mobilkit habe ich jetzt hier an der Seite einfach zwischengelagert. Wie gesagt, das sind viermal diese Arme mit so einer Schwerlastrolle und dann kann man das wirklich mit einer Person ganz easy hin und her schieben. Also wirklich klasse gemacht. Und sobald ein Auto draufsteht, ich hatte ja beim Aufbauen, ich hatte es eigentlich gefilmt, aber der Akku war leer. Habe ja da schon ein Auto draufgestellt und hochgefahren, dann ist das auch bombenfest. Also die muss man wirklich nicht verriegeln, hat auch der Monteur vom Hersteller gesagt. Das ist das Schöne. Das heißt, ja, ich kann die also immer mobil halten, was mir persönlich sehr entgegenkommt. Ja, insofern waren das die ersten Impressionen von der Halle. Es ist momentan sehr viel bei mir los, deswegen sind die Videos so ein bisschen, ja, kürzer und vielleicht nicht ganz so detailliert wie sonst immer. Aber es wird besser, sobald ich hier umgezogen bin und der Stress durch ist. Dann habe ich wieder mehr Zeit für die Videos und werde das Ganze dann auch filmisch ein bisschen festhalten, wenn ich hier umbaue, was ich mache. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Hoffentlich war trotzdem was Spannendes für euch dabei. Wie gesagt, das ist jetzt eine Hebebühne von Krömer, Modell Chemnitz. Passt ja, ich wohne ja jetzt kurz vor Chemnitz, ist ja ausgezeichnet. Insofern, ja, das war's. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.